Und egal was die sind, wer das macht, was er will, ist unglücklich. Gläubigen wie Ungläubigen. Unglücklich. 1. Korinther 7 wollen wir aufschlagen. Uns erheben in Ehrfurcht zu dem Wort des lebendigen Gottes. Ein ganzes Leben, weil du brauchst das Ganze. Nächste Woche genauso. Nochmal genauso. Ja? Und du musst es mal richtig auch lesen. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es für den Menschen gut, dass er keine Frau berühre. Aber um der Hurerei willen habe ein jeglicher seine eigene Frau. Und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die schuldige Pflicht. Desgleichen aber auch die Frau dem Manne. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Desgleichen aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft einer Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt und kommt wiederum zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, um eure Unenthaltsamkeit willen. Solches sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Gebot. Ich wollte aber, alle Menschen wären wie auch ich, aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als Brunst zu leiden. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht scheide von dem Manne. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Manne. Und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lasst ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Doch, wie Gott einem jeglichen zugetan hat, wie der Herr einen jeglichen berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich's in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Ein jeglicher bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht, doch kannst du frei werden, so mache davon umso lieber Gebrauch. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Das Gleiche auch, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte.
Ein jeglicher Bruder, worin er berufen ist, darin bleibe er vor Gott. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber meine Meinung, als einer, der Barmherzigkeit erlangt hat, von dem Herrn treu zu sein. So meine ich nun, solches sei gut um der gegenwärtigen Not willen, es sei für den Menschen gut, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du gelöst von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche Trübsal für das Fleisch haben. Ich aber schonte euch gern. Das sage ich aber, Bruder, die Zeit ist kurz, damit hinfort auch die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die da weinen, das weinten sie nicht. Und die sich freuen, das freuten sie sich nicht. Und die da kaufen, das behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete sorgt für die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen einer Frau und einer Jungfrau. Die Unverheiratete sorgt für die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, am Leib und auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Manne gefalle. Solches aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit es fein zugehe und ihr ungehindert am Herrn verharren könnt. Wenn aber jemand meint, es sei unschicklich für seine Jungfrau, wenn sie die Zeit ihrer Blüte überschreitet, und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht. Sie mögen heiraten. Wer aber feststeht im Herzen und nicht unter Zwang ist, sondern Macht hat über seinen Willen und solches beschlossen hat in seinem Herzen, seine Jungfrau so bleiben zu lassen, der tut wohl. Doch tut auch der wohl, welcher sie zur Ehe gibt. Wer sie aber nicht zur Ehe gibt, tut besser. Eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich meine aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Bis dorthin Gottes Wort. Beten wir. Vater, wir danken dir, o Herr, für dein Wort. O himmlischer Vater, es ist immer noch die Wahrheit. Und Vater, dein Sohn sagt uns, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. O Herr, darin können wir geheiligt werden. O Herr, wenn wir, o Herr, deine Wahrheit, dein Wort, himmlischer Vater, folgen. O Vater, ich bitte dich, als wir das anschauen heute Abend, du wirst, o himmlischer Vater, mit uns reden. O himmlischer Vater, dass wir werden, o Gott, die Meinung dieser Welt, o Herr, aus dem Fenster schmeißen. O himmlischer Vater, einfach deine Gesinnung, dein Gedanken, o Herr, uns unterwerfen. Und o himmlischer Vater, o Herr, dass deine Gesinnung unsere Gesinnung ist. Und o Herr, dass die Gesinnung der Welt uns nichts ist. Und so Vater, hilfe und wirke heute Abend, wie jeder hier dich unbedingt braucht. In Jesu Namen. Amen. Kann man gut sitzen. Nun, die Korinther lebten in tiefem Heidentum. Wir leben auch so heute. Nur mit diesem Unterschied. Deutschland ist auf Christentum erbaut worden. Auf der Ethik der Bibel gegründet. Judäisch-christlich heißt das. Korinth nicht. Römer Kapitel 1 ist, wo Korinth war. Wo die ganzen Heiden waren, weg von Gott. Nun, Friedrich Engels sagte,
in seinem Buch über die Ursprung von Familie, Ehe und Privatbesitz, dass alles, was man weiß über die Ehe, findet man in den 5 Büchern Mose. Ethik, besonderweise Ostdeutschland, die Jahre in Westdeutschland, ist darauf begründet. Ganz genauso bei den Demokraten in den USA. Ich muss mal sagen, hier ist das Beste. Friedrich Engels, nicht Friederike. Hat das Buch geschrieben. Weißt du, was es steht dort drinnen in dem Buch? Das ist das feministische Manifesto. Von einem Mann geschrieben. So die Männer sagen die Frauen auch im Feminismus, was sie zu denken haben. Ha, 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 ha. Ja? Wir waren Heiden und haben ihnen etwas geschrieben. Und die Kapitel gibt uns einen Eindruck darin, wir wissen nicht, was die Frage war. Nur ungefähr, was es sein könnte, von was er geschrieben hat. Und was wir anschauen wollen heute Abend, und so der Herr will wahrscheinlich die nächsten 3 Wochen, ist Ehefragen. Und nun hör mal sehr gut zu. Hier ist das zweitlängste Kapitel des Buches. Ist länger. Kapitel 14 hat genau so viele Verse, aber ist nicht so lang. Und ist der Eckstein des Glaubens. Ohne die Auferstehung ist trink und sei guten Mutes, wir sterben morgen. Es gibt keine Hoffnung. Jeder ist sein Wolf. Ja? Wie das Leben ist, ich zuerst. Aber Christus ist nicht gestorben geblieben. Er ist auferstanden. Und es gibt etwas, wofür man leben kann und soll und darf. Ohne die Auferstehung sind wir noch in unseren Sünden. Und nun, ohne die Ehre, sind wir wie Tiere. Nur Fight Club angucken. Die kämpfen um die Frauen. Machen sich kaputt. Nur um was mit den Frauen zu gelangen. Oder um Territorium. Und wie die Ehe kaputt gemacht worden ist, deshalb benimmt sich auch der Mensch so wie eins. Lesen wir das noch einmal. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es für den Menschen gut, dass er keine Frau berührt. Nun, der Paulus ist angeschrieben worden. Was sie geschrieben haben, wissen wir nicht. Durch die Antwort können wir aber erahnen. Damals und heute weltfremd. Korinther sich benommen haben. Es ist nicht wie die Griechen sich benommen haben. Das ist nicht wie die Römer sich benommen haben.
heutzutage. Warum dürfen Frauen morden? Das ist mein Körper. Wer bestimmt dein Denken? Basierst du deine Meinung auf ein Traumschiff? Ja, für dich. Sagen, was Liebe ist. Sagen, was Liebe ist. Liebe ist, ich muss für dich eine Notmaschine machen. Das ist Liebe. Kannst du betätigen? Elisabeth weiß die Antwort, ob sie das kann. Das beigebracht. Wer soll das? Nun, das ist so halb. So, weißt du, Männerliebe ist wie das ist so. Schwarm. UNO. Tankstellen, ich sehe Pfefferminzbonbons. Pfefferminz ist gut für Laryngitis. So, ich kaufe die. Habe ich die aber im Auto vergessen. Aber am nächsten Früh, weißt du, wer im Auto ist, und sieht sie, oh, ja, das habe ich für dich gestern gekauft. Das war sie ganz begeistert. Mit der Schleifen zu tun. Aber was Rebecca machte, was? Weißt du was? Es gelang ihr. Und Liebe gelingt. Liebe gelingt. So, nun, wer bestimmt dein Denken? Auf was basierst du deine Meinung von der Ehe? Irgendwo anders außer Gottes Wort tue Buße. Was für Mist man baut, sondern bereue das und baue auf ein Fundament. Ja? Aber Mist bedauern ist wie Mist. Die Frage ist, wegen die Ehefragen, weil wir haben 40 Versen darüber. Es geht aber auch über den Stand des Menschen. Bist du frei? Bist du ein Knecht? Was bist du? Ja, ist auch dort drinnen angeschrieben worden. So, die Frage musste auch dabei. Hier ist wirklich, wenn du um Rat fragst, würdest du es tun? Gesagt.
das nicht zu tun, ist doof. Dass du doof bist. Seid wirklich ehrlich gesagt, zeigt das was. Ich suche jemanden, der das bestätigt, was ich schon tun will. Du fragst, irgendwann findest du so eine. Der hat keine Ahnung, dass das ist, was man macht. Oder auch noch niemand hört. Kann ich etwas außerordentlich beraten. Ich starrte aber dabei, warum habe ich ihn gefragt, wenn ich nicht tun wollte, was er sagte. Gott segnete. Ja, das 98, 99, 2000 war das. Wann ist sie gestorben? 1999. Bis dorthin. Nie wieder ein Problem. Nimmst mal gleich was. Unkraut aus der Erde und weg. Ja, muss man das so tun? Nur, in die Fragen, Paulus war ehrlich. Schauen wir Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber meine Meinung als eine. Er gibt seine Meinung. Vers 26. So meine ich nun, er sagt, ich meine das. In Vers 40. Glückselige sind sie aber, wenn sie so bleibt nach meiner Meinung. Noch einmal. Schwarz auf weiß haben in dem Wort Gottes. Es ist nicht seine Meinung, es ist Gottes. Ja, ich habe mal wirklich mit einem Charismatiker darüber gesprochen, als ich bei der Armee war. Ich vergesse das nie. Ich sage, ja, aber Paulus sagt, er hat den Geist Gottes. Oh ja, das stimmt. Seine Meinung. Seine Meinung und Paulus' Meinung war ungefähr gleich. Dachte er. Stimmt auch nicht. Ja, so ist es, was Gott sagt. In diesem Kapitel. Auch wenn er sagt, meine Meinung. Nun, was ist erst angeschrieben worden? Nun, Vers 1, B und 2, wir sehen, was gut ist. Wir sehen, was gut ist. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es für den Menschen gut, dass er keine Frau berühre. Aber um der Hurerei willen habe ein jeglicher seine eigene Frau und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Das ist was Gutes. In Kapitel 7 sind viele gute Sachen. Schauen wir in Vers Nummer 8. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie auch sie sind. Ledigen, bleib wie du bist. Gut. Witwen, bleiben wie sie sind. Das ist gut. Aber hier ist die Sache. Wirklich. Nur noch frei. Wirst du zufrieden sein mit dem, was du willst? Meine, wir werden das anschauen, es geht durch die ganze Kapitel. Seid du zufrieden jetzt? Vers 26, 27. So meine ich nun, solches sei gut um den gegenwärtigen Not willen,
Es sei für den Menschen gut, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden? So suche nicht. Loszuwerden. Bist du gelöst von einer Frau? So suche keine Frau. Ja? Hey, Jungfrauen, das geht über den Versen zuvor, Vers 25. Unverheirateten oder in dem Sinne geschieden oder Witwe, bleibe auch so. Bleibe wie du bist. Das ist gut. Ja? Vers 37. Wer aber feststeht im Herzen und nicht unter Zwang ist, sondern Macht hat über seinen Willen und solches beschlossen hat, in seinem Herzen seine Jungfrau so bleiben zu lassen, der tut wohl. Also hast du Macht? Eigentlich, es geht über weltfremd. Seine Tochter in die Ehe gibt oder nicht. Die Tochter hat nicht das Sagen, sondern der Vater. Auch gut. Nun, Vers 38. Doch tut auch der wohl, welche sie zur Ehe gibt. Wer sie aber nicht zur Ehe gibt, tut besser. Gibt sie zur Ehe? Steht auch so. Das ist auch gut. Ja? Auch gut. Sam und Michi, die werden das erinnern. Wir haben eine ziemlich ausführliche Bibelstudien darüber gemacht, oder? Kapitel 7. Und für mich Bibelstundenzeit. Ich kann mich noch erinnern, wie Daniel guckte auf das, was er lesen sollte. Wie klein die Worte waren. In Englisch. Ja, von 1697. Ich mag weltfremd zu sein. Die waren damals auch weltfremd. Gibst du in der Ehe? Auch gut. Ja? Und gehen wir wieder zurück. Was gut ist. Vers Nummer 1. So ist es für den Menschen gut, dass er keine Frau berührt. Berühre keine Frau. Fängt damit an. Wenn du denkst, das ist auch nicht gut, ja, nicht. Aber so ist geben 1. Mose 20, Vers Nummer 6. Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du mit einfältigem Herzen das getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest. Habe es nicht zugegeben, dass du sie berührtest. Da haben wir Abimelech und Sarah. Nun, weißt du, hier strafen wir die Welt und alle, die ihr nachfolgen. Strafen helfen nicht. Sodom und Gomorra sind zur Hölle gemacht worden und Abimelech hat Angst, dass das auch bei ihm geschieht. Daraus gelernt. Zweitens,
Wisst ihr mal, was so schlecht ist über Abraham? Das ist so seine Schwachheit. Das ist meine Schwesterlein. Das war seine Schwester. Ja? But I wouldn't kiss her. Die zwei. Kind ist eine Lied, ne? Weil ich weiß nicht, ob das Family Fun oder der andere war. Ja? Hat Brother Alan Jones das richtig gesagt, weil es ging über Küssen. Ja, bist du eine Frau küssen, küss mal deine Schwester. Und du musst auch aufpassen heutzutage mit der ganzen Perversion. Dass du das mal sagst, weil die meisten Leute, die irgendwie ein halb normales Leben haben, die wahrscheinlich, weißt du, damals Porno war nicht per Fingerdruck entfernt. Meine Schwestern waren kleine. Kennst du deine Schwestern? Was ist los mit dir? Das ist problematisch, aber da war anderes damals. Und zweimal ist es geschehen. Weder der Pharao noch Abimelech hat sie berührt. Weil auf der Straße der Gerechtigkeit Gott bewahrt sein. Das kannst du glauben, wo das weltfremd ist. Auch mit der Straße der eigene Ich. Du musst dich selbst bewahren. Und ich werde lieber Gott haben. Gehen wir in Ruth Kapitel 2, Vers 9. Abimelech hat sie nicht berührt. Ich habe sie nicht. Ich habe sie das. Deswegen habe ich dich auch bewahrt. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da gehe ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antastet. Und so dich durstet, so gehe hin zu dem Gefäß und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Ich muss mal eigentlich sagen, was könnte wirklich Schwächerer ohne irgendwelche Schutz haben als eine Moabiten in Israel. Meine Leute, die Frau, fasste sie nicht an. Du darfst sie nicht haben. Man könnte diese Knechte nach dem Gesetz antasten und nehmen als Frau. Und die aber nicht. Weil die sonst man keine antasten. Sonst die nicht berühren. Sprüche 6, Vers 29. Also geht dem, der zur Frau seines Nächsten geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Und die Andeutung. Also, wer wird unbestraft, der eine Frau berührt? Denn die werden alle bestraft. Nun, ehrlich gesagt, ich lese, wenn ich das sehe und die Zeit habe, das immer Sachen in der Zeitung. Ich müsste mal auch hier, dass wir sicher sind, ich denke, es ist Donnerstag oder Dienstag, die Zeitung nicht wegschmeißen, weil es ist was über Sachsen und Atheismus drin, die ich lesen will. Da habe ich noch
noch nicht die Zeit, habe ich gestern vergessen. Und ist es nicht komisch? Wie ich sagte, ich lese es. Ne? Gehabt, die ich jetzt nicht sage. Und ich sagte in Faktum, wenn es so wäre in Deutschland, wäre das gut. Es ist nicht so. Es ist komisch, dass die alles vor der Ehe gemacht haben, wollen jetzt nicht mehr. Der Hurerei, man soll keine Frau berühren. Aber der Hurerei willen was? Soll ein jeglicher seine eigene Frau haben? Und eine jegliche haben ihre eigenen Mann. Damit man was nicht begeht. Hurerei. Wenn man lebt zusammen, ist das? Ist das? Hurerei. Das ist falsch. Muss man heiraten. Ich habe es so ein bisschen angedeutet, weil ich das mal gestern bearbeitet habe. Ich sage, ja. Um die Wäsche und nun des Essens willen habe ich geheiratet. Ja, gestern zu Michi und Alicia. Ja. Und aber es steht mal da soll man heiraten. Nun, Vers 3 bis 5 haben wir die Ehepflicht. Die Ehepflicht. Nun, der Mann leistet der Frau die schuldige Pflicht, desgleichen aber auch die Frau dem Mann. Die schuldige Pflicht. Mann und Frau stehen darunter. Wer verheiratet ist, der Mann und die Frau. Hat jemand anderes getan, was am wenigsten Daniel gefragt hat? 20, jetzt sagt, was war denn das, was ich mal lesen sollte? Hat jemand das gemacht heute Nachmittag, außer Daniel? Nimmt er sich aber eine andere Frau, so soll er an ihrer Nahrung, Kleidung und Eheschuld nichts abbrechen. Und hat eine Frau und nimmt noch eine. Ja, ich gehe nicht darüber die ganze Zusammenhang. Das ist dumm. Eine Muslim sagt mir, das ist dumm. Weil, weißt du kaufst mal deiner Frau eine Rose, du musst alle 4 kaufen. Das ist teuer, hat er gesagt. Aber du hast es mal hier. Er nimmt noch eine andere Frau und vielleicht, weißt du, wer weiß warum. Hat es der andere besser? Naja, das ist nicht wiederholt nach dem Baby. Ist kränklich. Das ist eine Zicke. Böse. Mag sie einfach nicht mehr. Ja? Kann ich kochen? Also ich weiß nicht, was das Problem war, warum man den zweiten nimmt. Ja? Aber bei der ersten soll er Nahrung, Kleidung und Eheschuld nichts abbrechen. Jetzt hat er 2, Alter. Ach. Ja? Ich bin ein bisschen mit Jim, ne? Weißt du? Der Jim bei Huckleberry Finn, das ist eine Sklave, ne? Der versteht nicht, dass Salomo so weise war und hat 1000 Frauen. Und Huckleberry Finn ist ungläubig, der probiert das beizubringen und geht nicht. Ja? Nun, was wäre die schuldige Pflicht? Mann und Frau stehen darunter.
Liebe? Natürlich. Treue? Güte? Dass man gütig ist miteinander? Fängt mit Worten an, oder? Ist das Güte? Ja? Es ist manchmal, wie man hört auch. Ne? Ich habe der Lehrling auf Arbeit alles erklärt, aber er hat alles falsch gemacht. Ich war nicht in allerbeste Güte, als ich ihm über die Schulter guckte, dass er alles richtig machte. Wahrscheinlich er dachte, ich war überhaupt nicht gütig. Was ist das für ein Christ oder Prediger, wenn er weiß, dass ich das bin? Der Christ oder der Prediger, der ihm das erste Mal erklärt hat, wie man das macht, und er hat es nicht getan. Linie gehabt und die haben es getan. Es lag nicht an meiner Erklärung. Er war nicht bei Postmodern, er war bei VW, wenn er was richtig konnte. Ja? Freundlichkeit. Ist das eine schuldige Pflicht? Natürlich. Das ist gut und fein und nicht hier gemeint. Unsere Pflichten gegenüber, unser Ehrgeiz. Ich muss nicht viel darüber sprechen. Wir wissen, was das heißt. Wenn du nicht verstehst, brauchst du das nicht zu verstehen. Ja? Darfst du nicht heiraten. Ja? Und ehrlich gesagt, wenn du nicht hier Wäsche machen kannst, nicht kochen kannst, nicht die Bibel beibringen kannst, nicht genug Geld nach Hause bringen kannst, kannst du auch nicht. Geht nicht. Träume von einer herrlichen Zeit mit einer Ehrgabe. Lerne die Wäsche zu tun, um richtig zu falten und richtig hinzutun. Und seh mal, was zuerst besser ist. Nein? Rebecca. Das ist kein Wort. Ja, du kannst mal gar nicht denken, oder? Deswegen kannst du nicht heiraten. Was wäre mal Rebecca? Ein schmackhaftes Essen zu machen. Johanna gesagt, hey, koche für deinen Bruder und seh mal, was die schmeckt. Er hat mal kalte Suppe gemacht. Sie hat dann rausgekriegt, das war nicht so. Geschmeckt hat es, aber das ist nicht so für. Kalte Suppe ist für Frauen oder sowas, weißt du? Ja, aber nicht für Sonntagmittag, wo du wirklich in aller Ruhe essen kannst. Ja? Das ist kalte Suppe. Geschmeckt hat es, es war nicht schlecht, aber ja, so musste man lernen. Das rauskriegen. Was schmeckt, was schmackhaft ist und was deinhaft ist. Ja?
Mit Doofs. Naja. Deswegen heißt das make doof. Ja? No? Nein. Wir haben aber etwas Besonderes für den Mann dazu. Warum bezeugt, als ob der Mann schwächer ist? Er nicht von einem Mann erzogen ist? Mann sagte, weißt du, was das hieß? Wir waren auch 7 Mann zu Hause. Weißt du, was es hieß bei allen 7? Bei allen 7 hieß es. Nein. In seinem hohen Alter argumentieren ließ. Ich weiß in seinem jungen Alter bei mir, nein. Was später geworden ist, das geht mir nicht durch den Kopf. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Ich werde es doch sagen, ich werde mich widersprechen, warum es doch vielleicht so gemeint worden ist. Männer wohnen bei ihnen mit Vernunft und geben dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeug seiner Ehre, solchen, die auch Miterben sind, der Gnade des Lebens, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das muss der Mann dazu tun. Er muss mit ihr leben und Vernunft. Und weiß das Mann, das ist das schwächere Werkzeug. Nun, hierin liegt das Problem. Meistens emotional, muss ich sagen. Man, die Männer sind schwächer heutzutage, weil die auch immer die emotional sind, das ist weiblich. Es geht nicht über eine Emotion. Ich habe was gelernt, bevor ich mich bekehrt habe. Von meinem Vater. War ich immer dabei. Tränen rühren mich nicht. Nichts mit den Tatsachen, mit dem Problem zu tun. Was ist der wahrhaftige Sachlage? Nicht, ob man plötzlich ist er auf Stur geschalten. Und die Tränen kamen. Weil die dürfen sich nicht rühren. Woher bekam Jakob seine List? Nicht von Isaak. So was. Train, wenn du musst. List. Das Frau, ich bin stärker, weiß besser, muss erst konsultiert werden. Gesprochen wird, und das widerspricht in deinem Kopf. Noch mehr! Noch mehr! Wirklich, du weißt.
ist besser. Ja? Zwei, vier Personen reden in dem Sinne. Warum hast du so einen Schlafschmutz geheiratet? Was ist los mit dir? Das sagt nicht hier, dass du so klug bist. Ehrlich. Aber die Männer mussten mal, das ist extra dazu. Und eine christliche Ehe ist weltfremd. Schauen wir Vers Nummer 4 in 1. Korinther 7. Wir machen 4 und 5. Dann machen wir Schluss. Das ist wahrscheinlich, dass ich mal so für 5 Minuten Schluss gemacht hätte. Ne? Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Desgleichen aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Raum für Egoismus. Diesen Leib hier gehört wem? Erste Stelle, das haben wir von 1. Korinther 6, aber noch wem? Meine Frau. Ich kann nicht mit diesem Leib tun, was ich möchte. In besonderer Weise auf Kapitel 6, das mit einer Hure, ein Glied wäre. Ist, ob sie sich verkauft draußen oder mein Ehebuch einfach geht. Frau. Der Herr und der Mann. Nun. In diesem Teil, Vers 4, nicht eintritt, okay? Vers Nummer 4, ja. Ich muss sicher sein, dass ich den richtigen Vers habe. Das nicht eintritt. Was hat schon nicht zuerst eingetroffen? Wenn mein Leib nicht mein Ehegatte ist, ist es mein eigener. Ich tue, was ich will mit meinem Leib. Was hat nicht stattgefunden zuerst? Es gehört auch nicht dem Herrn. Du meinst, ich mache mal, was ich will mit meinem. Es gehört weder. Und das ist kein Christ. Man kann sich christlich nennen, kann so bekannt sein, aber da muss man Buße tun. Man muss zurecht mit dem Herrn kommen, bis nicht. Und ich kann mal nicht sagen, heute Abend ist niemand weiß das. Das ist das erste Mal, dass jemand das je gehört hat. Kein Raum für Egoismus. Vers Nummer 5. Entzieht euch einander nicht. Es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt und kommt wiederum zusammen, damit euch die Sache nicht versuchen um eure Unenthaltsamkeit will. Das ist das Entzug. Das ist diese schuldige Pflicht. Was nicht Liebe, Treue, Güte, Freundlichkeit und sogar die Frau als die schwächeren Werkzeug ist. Das ist das, was du weißt, was es ist. Das ich nicht sagen muss. Ziehen. Und fasten. Und was geschieht, wenn es gibt einen Entzug? Irgendein anderer Grund. Entzug von
zu. Ja, Hurerei. Zu Hurerei. Hey, Brother Alan Jones predigte und er hat recht. Ne? Ich meine, ich bin nicht auf Griechisch, so das ist mir wurscht, aber hey, dieses Hurerei ist Porneo. Ja, Pornografie ist schon Hurerei. Aber das ist wegen Entzug. Natürlich ist der Mann schuldig. Ist die Frau eine Mittäterin? Ja. Gesagt. Viel, aber wenn du das als eine Waffe benutzt, du bist böse. Und er holt das irgendwo anders. Er ist schuldig, aber du bist mitschuldig. Und das hat er recht. Einmal zwei Frauen zurechtgewiesen, deshalb, wie böse es war. Es war nur in ihren Worten. Die lachten, die sind beide tot. Wir kommen wirklich. Und das ist was Gutes. Das ist das größte Problem in der Ehe. Egal wie. Das Wort ist hier drin, aber nicht ein Wort, das du kennst. Das ist das größte Problem. Wer weiß, was das größte Problem in der Welt, in der Ehe ist? Egal wo du bist. Deutschland, Amerika, egal wo du bist. Kommunikation. Genau. Und was heißt das in den Versen? Steht dort in dem Vers das Wort? Übereinstimmung. Ja. Das zweitgrößte Problem haben wir schon angesprochen. Ja? Hier ist das Problem der Jahrtausende. Problem Nummer 1 in der Ehe ist was? Kommunikation. Nun, wenn wir sagen, hey, und ehrlich gesagt, wenn man beten fasten, muss man sich nicht entziehen. Das muss nicht sein. Aber wenn du sagst mal, hey, weißt du, wir brauchen wirklich diese Sache und ich will wirklich alles geben und hey, die zwei Frauen hat damals der Prediger in Schottland gefragt, die betete für Erweckung. Ist irgendwas zwischen dir und dem Herrn? Ist es Sünde, Prediger, in deinem Leben, dass keine Erweckung kommt? Hey? Kannst du mal fasten und beten und Herr, ist es bei mir? Ist etwas da? Wissen, ich entziehe mich von alles. Ja, ich kann mich noch einmal erinnern, wo wir haben gefasst und gebetet 30 Tage. Und ich erahnte die Probleme, aber nach 21 Tagen hat der Herr uns das gezeigt. 21 Tage lang. Aber bevor man fastet und betet, was macht man? Redet miteinander. Redet miteinander. Und du musst reden
zu reden. Wer sagt, jetzt nicht, ist nicht richtig mit dem Herrn. Du bist das Problem. Egal wer das ist. Ein Problem in der Gemeinde. Ich las Ezekiel an den Tag, dass man besucht die Leute nicht. So, okay, ich muss mal fragen. Es war aber Abend vor dem Gottesdienst. Hey, was ist mal los? Ich will nicht darüber reden. Und so, ich habe mal Ezekiel 34 heute gelesen und ich dachte, ich soll das auch mal ansprechen. Und die hat es auch an den Tag gelesen. Ich bin nicht bereit zum Lesen. Ist das Problem zu reden? Zum Lesen auch, aber zum Reden ist das größte Problem. Ja? Eine von meinen Kindern sagte mir einmal was und ich hörte in der Stimme, hier ist was los. Stunden miteinander gesprochen. Wirklich an der Stelle sein, wo man das in der Stimme hören kann. Hier ist ein Problem. Hey, wir sind alle beschäftigt. Ich muss mal sagen, hier ist das Problem mit der Beschäftigung. 3 Worte. 3 Worte. Nicht, ich bin zu beschäftigt, ich bin zu was beschäftigt? Mit mir. 3 Worte ist das Problem. Beschäftigt. Das ist das Problem. Reden heißt nicht, ja, hat es gesagt, ich denke, das war der Hermann, Junge. Weiß nicht, wie hieß der? Und Frau Hermann, der Junge. Christian. Der hat was gesagt, irgendwie politisch gesagt. Ich fing an, ein bisschen so darüber zu reden. Sag mal, Papa, die wollen nicht auf den Grund gehen wie du. Na, ehrlich gesagt, ich würde mal auf den Grund gehen, wenn wir reden. Was sonst? Ja, damit, hey, sonst die Wahrheit macht frei. Nicht irgendwelche Vorwürfe. Die Wahrheit macht frei. Oh, ich merke mich nicht. Warum denn? Ja? Und du kommst mal raus, der spuckt mich immer an. Ja, ich würde dich auch nicht mögen. Na, Natalie, müssen wir Leute mögen? Wir müssen die lieben, aber nicht mögen, oder? Das ist ein Unterschied. Ja? Das ist mal so. Da ist das größte Problem. Man muss kommunizieren, man muss miteinander reden. Das braucht man. Ja. Ich meine wirklich, wer mit sich selbst redet ist, das ist besser als bekloppt, oder? Ja, man muss mit jemand anderes reden. Mit dir selbst reden ist, hey, ich habe mal wirklich, ein Mann hat ein Problem. Sehr lange her, aber in der Hans-Sachs-Straße. Und er war auf dem Hauptbahnhof. Ja, und ich habe gesehen, dass er ein bisschen heiter war. Ich bin gar nicht gegangen, aber ich schaute mal zu. Es ist interessant, wenn man sieht, die Leute miteinander sprechen, die betrunken sind.
Weißt du, wie die reden? Alleine. Alle auf einmal. Die haben aber miteinander und alle dreimal reden. Habe ich gesagt, wenn man redet, alle auf einmal, wie kannst du wissen, was der andere sagt? Du musst mal richtig gut sein. Und ehrlich gesagt, wenn das geschieht, du weißt, was der andere gesagt hat, es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe das nicht gesagt, das hast du mal da gesagt. Ja? Du bist ein Gräuel. Verstehst du das? Ein Gräuel. Aber was ist Stolz? Aber wie kannst du mal wissen, was der andere gesagt hat, wenn du die ganze Zeit geredet hast und der geredet hat oder nie? Eine Frage stellt, wenn man das nicht versteht. Aber manchmal war es so, ne? Ja? Ja, ein Rechtsanwalt, der ohne Ausbildung hat. Muss man wissen, okay. So, und dann ist es, das hast du mal gedacht und gemeint. Damit ich sicher bin. Ja? Aber wirklich, da muss man kommunizieren. Und da ist dann das Problem, hey, das ist der Ehepflicht. Hey, erstmal 2 was. Also, Kegeln verstehe ich nicht immer so ganz richtig. Ich habe es gespielt, aber weiß wirklich nicht, wie das so geht. Und dann natürlich Kegeln ist, ich denke, das sind andere Wege, das zu spielen. Ne? Und nicht bloß ein Weg. Ja? Aber Bowling ist ein bisschen leichter. Du musst die alle runterkriegen. Ja? Weißt du, dass du denn das hier sozusagen die Punkte zusammenkriegst, ist nicht so ganz leicht. Ja? Und wenn du 3-mal einen Streik kriegst, nacheinander schnatzt, in der ersten, nicht der dritte, hast du 30. Ja? Und wenn du eine Nullnummer kriegst in der vierte, ja? Weißt du, was du in der zweiten hast? Ja? Ja. Hast du 50 dann? 20 plus 30. Dann hast du 10 plus die nächsten 2 Bälle. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber hey, guck mal. Eheproblem Nummer 1. Kommunikation. Eheproblem Nummer 2. Das intime Leben. Ja. Der Herr nimmt die Kugel seines Wortes und macht die alle beiden einmal ehrfürchtig kaputt. Ja. Ja. Oder? Schönes, leichtes Spiel. Für den Mensch, der sein Leib gehört dem Herrn. Was zu deinem Leib? Das Mundwerk. Ja, es gehört auch im Leib, oder? Ich will was reinstecken, so. Mag ich eigentlich nicht. Das wird ein bisschen eklig in meine Finger. Ja, aber das brauchen meine Finger so. Nicht deine Stadt, Mama und Dad. Ja, aber hey, das macht der Herr das alles weg. Wenn wir einfach ihm folgen. Und hey, jetzt, ich war in einem ledigen Stand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich lebe ohne meine Frau. Ehrlich. 34 Jahre lang. Ohne die. Ja, ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Das sowas war früher. Ja, war ich 23, ne? So, ich war 23 Jahre nicht verheiratet.
seit 1994, mein Leib, den gehört nicht mir. So. Ich sah einen Mensch. Ich sollte auf ihn schauen. Das ist, was er gesagt hat. Geben am Altar. Er hat sein Wort gehalten. Und weil er sein Wort gehalten hat, halte ich mein Wort. Wir müssen miteinander. Nein, wir werden mal singen. Also du musst deine Ehrpflicht eingehen, weißt du? Hey, wir halten unser Wort in dem Sinne. Was werdet ihr mal machen, wenn die Kinder ausziehen? Was haben wir gesagt? Spaß haben. Wir sind ausgezogen. Wir haben Spaß. Haben Spaß. Ja? Ja. Natalie, die ist deutsch. Ja. Die kann ich privat sagen. Ich probierte sie immer. Ich sag mal, die Lena dort privat zu begrüßen. Sagt sie. Ja. Manchmal ihr Deutsch. Und ich sagte mal, Helene, ja, die Kinder, die sind alle zur Zeit ausgezogen. Gabriel ist weg. So bin ich meine Frau, wir sind allein zu Hause. Das ist langweilig. So, ich sage, nee, wir haben Spaß, wir haben Party. Ja, wenn die nach Hause kommen, ist auch gut. Ja, wenn ist ja mein Geburtstag, fast alle waren da, das war auch gut. Aber wir sind unsere Ehrpflichten eingegangen. Hey. Tut mir leid, okay? Ich habe noch was zu sagen. Ich fragte Brother Danny Farley darüber. Genießen. Eitlen Leben. Das Leben ist eitel. Arbeiter nimmt so seine hier, wie heißt das Ding hier, seine Zeichen hier, seine Pomo, hier Karte, seine Karte machst du die ganze Zeit am Arbeiten, statt zu arbeiten. Du musst nicht so gehen. Du musst sagen, ja, kenn ich. Du musst mal das, ja, ich habe auch gesagt, das Reden heißt nicht ja. Aber dort kann man ja sagen. Das ist ein bisschen eitel, wenn es sieht so aus, als ob überall Arbeit ist. Aber so ist Leben. Wenn es ist eitel zu Hause. Man soll seine Ehrpflichten eingehen. Das, was gut ist immer noch gut. Und bleibt noch gut. 309 in Sing dem Herrn. 309.